Was geht ab? Willkommen auf meinem Kanal Dima Drive. Wir werden heute den Audi 80 versuchen wieder zum Laufen zu bringen. Und zwar erinnert ihr euch bestimmt an das letzte Video, wo wir in Monaco waren. Und nach den 3000 Kilometern war der Wagen ein bisschen müde. Die Wasserpumpe hat den Geist aufgegeben. Und wir wissen noch nicht was, aber irgendwas hat noch den Geist aufgegeben. Weil sobald man 100, 120 fährt, ein bisschen auf das Gaspedal drückt, fängt er an zu ruckeln, versucht den linken Gang zu schalten. Es gibt ein paar Varianten, woran das liegen kann. Wir werden es auf jeden Fall heute testen. Das wird ein etwas technisches Video. Ja, also gucken wir mal gleich, wie es läuft. Und ich wünsche auf jeden Fall einen guten Appetit und viel Spaß beim Anschauen. Es wird 100% laufen, wenn wir es aufmachen. Nein. Ist ja klar. Okay. Ne, davor ist Instant Glow. Außer wir füllen nach, dann läuft es vielleicht wieder. Wir füllen nach. Ja. Und jetzt kam plötzlich kein einziger Tropfen mehr raus. Ich habe keine Ahnung, wie man das logisch erklären kann, wie das funktioniert. Jetzt aber erstmal die Kühlflüssigkeit nachfüllen, damit wir rüberfahren können und uns nochmal von unten das Ganze anschauen. Und dann das. Das klang nicht gut. Tot. Der Wagen war natürlich nicht tot, die Klemme ist einfach nur beim Starten abgeflogen. Ist jetzt gut fest? Ja, mach mal fest, weil es davor auch rausgesprungen. Unsere erste Vermutung, warum der Wagen so hoch dreht und so ruppig schaltet, war der Flansch an der Monomotronik, dass der einfach undicht geworden ist, sodass der Motor dort Falschluft zieht. Also haben wir das Ganze hin und her bewegt und geschaut, ob sich beim Motorlauf irgendwas verändert, aber leider hat sich da nichts getan, also konnten wir den Flansch erstmal ausschließen. Seit einigen Stunden am gucken, woran das liegen kann. Was wir jetzt gemacht haben, wir haben einmal den Porti hier abgeklemmt und die Drehzahl ist instant runtergefallen und es ging dann auf jeden Fall besser. Jetzt müssen wir mal gucken, ob der von innen irgendwie dreckig ist oder so. Wir haben den Porti also einmal abgeschraubt, denn wenn der Porti verschmutzt ist oder verschlissen ist, kann das Motorsteuergerät falsche oder springende Informationen über die Drosselklappenstellung bekommen. Das kann wiederum dazu führen, dass der Motor unruhig läuft oder ruckartige Reaktionen führen, was eigentlich perfekt auf unsere Symptome passen würde. Was noch in Frage kommen würde, wäre der Leerlaufsteller oder natürlich irgendwelche gerissenen oder undichten Unterdruckleitungen, aber erstmal eins nach dem anderen. Oh, stimmt. Warte. Ja, ist schon verschmiert ein bisschen. Das ist jetzt, was wir reinigen müssen. Ja, das kann man machen. Nachdem wir den Porti also gereinigt hatten, wurde es tatsächlich minimal besser, aber der Motor dreht im Leerlauf immer noch viel zu hoch. Also haben wir uns als nächstes den Leerlaufsteller vorgenommen und da sah es schon deutlich verdächtiger aus. Uns ist direkt aufgefallen, dass irgendwas nicht stimmen konnte, denn der Leerlaufsteller hat sich kaum bewegen lassen und ließ sich auch nicht richtig eindrücken. Also haben wir das Teil ausgebaut und uns genauer angeschaut und dabei haben wir dann auch ziemlich schnell den Grund gefunden, denn der Leerlaufsteller war einfach durchgebrochen. Damit konnte er die Luftmenge im Leerlauf natürlich nicht mehr richtig regeln und das erklärt auch, warum der Motor die ganze Zeit so extrem hochgedreht hat. Also musste ein neues Teil her. Dann hieß es, neuen Leerlaufsteller einbauen, Motor starten und tatsächlich, der Audi lief wieder ganz normal. Und weiter ging es mit der Wasserpumpe. Dafür habe ich eine neue Wasserpumpe besorgt. Allerdings direkt mit dem ersten Fehler. Ich hatte nicht die komplette Wasserpumpe bestellt, sondern nur das Vorderteil, weil ich erstmal davon ausgegangen bin, dass wir dafür den Zahnriemen nicht abnehmen müssen. Aber naja, Fehler passieren und das sollte bei dieser Reparatur definitiv nicht der letzte gewesen sein. Also ging es damit los, erstmal den Lüfter auszubauen, wo man erstmal 3 rostige Schrauben entfernen musste, damit wir überhaupt vernünftig drankommen. Danach den Keilriemen vom Generator lösen und anschließend den Keilriemen von der Wasserpumpe abnehmen. Hier einmal die 3 Schrauben hier lösen an der Wasserpumpe. Danach die Fette hier lösen. Danach den Schutz abnehmen und danach erst die Wasserpumpe lösen, weil da die letzten Schrauben sind.
Und da kam auch schon das nächste Problem, denn die Spannschrauben, die waren komplett festgegammelt, verrostet und teilweise auch schon so abgenutzt, dass man sie gar nicht mehr bewegen konnte. Das ist halt auch komplett normal, wenn man an einem Auto schraubt, das 30 Jahre alt ist. Aber nach ein paar Stunden und ordentlich Kraft konnten wir das Ganze ganz gut lösen. Und da haben wir das Problem auch erstmal erledigt. Einfach sinnfrei. Ja, wie kriegen das denn? Ja, ich glaube auch. Wir haben uns ein bisschen umsonst die ganze Mühe gegeben. Ja, aber eigentlich war es richtig. Ja, schön. Die Pumpe tropft einfach wie sonst was. Super. Nachdem die Kurbelwellen-Riemenscheibe runter war, konnten wir die Zahnriemenabdeckung abnehmen und ab diesem Punkt haben wir uns dazu entschieden, schon mal alle Schrauben der Wasserpumpe zu lösen, in der Hoffnung, dass wir sie irgendwie herausbekommen, ohne den Zahnriemen abzunehmen. Spoiler, natürlich hat das nicht funktioniert, aber bevor wir überhaupt an diesem Punkt angekommen sind, kam schon das nächste Problem. Löst die sich einfach langsam? Ja. Also ich mache das. Super vorsichtig sein, Alter. Fuck. Und so schnell war die erste Schraube durchgebrochen an der Wasserpumpe. Ja, du weißt. Ja. Junge, wie heftig das verkeilt, bitte. Scheißteil. Und weil es so schön war, gleich die zweite Schraube hinterher. Abgeschissen. Starke Leistung. Die Schrauben waren teilweise so stark festgerostet, dass sie beim Lösen einfach aufgegeben haben. Und damit wurde aus einem vermeintlichen 15-Minuten-Job mal eben eine 8-Stunden-Reparatur. Das ist so ein Pain. Ich habe richtig mit Gefühl gemacht. Toll, und was, wenn die hinter dem Ding auch abbrechen? Nein, das sind ja 2 Teile. Das ist ja eigentlich so eine Mutter, die drauf ist, oder? Nee. Das sind richtige Schrauben. Zum Glück, Ey, wenn die hier auch alle abbrechen, dann sind sie richtig. Also echt krank durchgerostet. Ich glaube, wenn du die jetzt einmal ein bisschen falsch anfasst, brechen die einfach durch. Das ist doch nicht normal, ey. So, das sieht doch jetzt nach etwas aus. Jetzt kommen wir ran. Hier ran. Und Daran, ja. daran brauchen wir immer noch dann einen richtigen Schlüssel, bitte. Warte, und wie kommen wir dahinter? Gar nicht. Ah, wir müssen dahinter. Wohinter? Hier hinter. Nee, ne? Da müssen wir einmal drehen. Dann. Warte, ich fülle mal kurz. Doch, Gott sei Dank. Ja, die sind alle Warte Löcher. mal kurz. Alter, ich dachte, die sind da hinter diesem Ding. Ich dachte, wir müssen jetzt alles auseinandernehmen. Und hier haben wir so langsam angefangen zu realisieren, dass man die Wasserpumpe nicht einfach so abbauen kann, sondern man muss den Keilriemen abnehmen und eine weitere Riemenscheibe, damit man die Pumpe normal abnehmen kann. Noch hatten wir die Hoffnung, dass es nicht so ist. Ich dachte wirklich, wir müssen jetzt alles auseinandernehmen. Das ist eine Sache von 20 Minuten. Ich dachte auch, das ist eine Sache von 20 Minuten. Was ist das? Wer hat sich die Scheiße ausgedacht? Jetzt brechen wir die letzte Schraube ab, genau. Kaputt oder ab? Ich glaube, die löst sich die ganze Zeit langsam. Nachdem wir schon 2 Schrauben abgebrochen haben, waren wir natürlich super vorsichtig und haben super langsam die letzten Schrauben gelöst. Ich sehe schon abbrechen, wirklich. Es ist so bodenlos. Was ist das für eine Scheiße hier? Willst du? Hier, komm, gib her. Gib her. Ich glaube, das Ding löst sich, aber nicht in die gute Richtung. Ich habe schon gelöst, aber. Noch ist gut. Digga, das ist gut. Das ist schon zur Hälfte abgebrochen. Mit Gefühl, weil ich habe echt keinen Ich Bock. habe beim anderen echt mit Ich habe Gefühl echt gemacht. keinen Bock. Das gleiche. Ich muss ehrlich sagen, beim anderen habe ich wirklich mit Gefühl gemacht. Ich hab's gesehen. Zum Glück hat sich die letzte Schraube auch ohne Probleme lösen lassen. Sie ist nicht abgebrochen, das heißt, wir hatten nur 2 Schrauben, die abgebrochen sind. Darum würden wir uns aber ein bisschen später kümmern. Jetzt erstmal versuchen, die Wasserpumpe zu lösen und abzubekommen. Jetzt ging es also darum, die Wasserpumpe endgültig zu lösen. Das haben wir ganz einfach mit einem Hammer gelöst, ein paar gezielte Schläge und sie hat sich endlich bewegt.
Junge, das sind keine Autodog-Videos hier, wirklich. Bei Autodog, Junge, das wird alles in 10 Sekunden. Das ist die Realität. Das ist die Realität, Alter. Stumpf draufhauen. Alter, fuck das, Alter. Junge, pass auf den Radiator auf. Nicht normal. Oh boy. Guck mal, wie perfekt ich das Ding da platziert habe. Einfach nur perfekt. Sobald wir die Wasserpumpe gelöst hatten, haben wir allerdings realisiert, dass wir einen entscheidenden Fehler gemacht haben. Man muss zuerst den Zahnriemen abnehmen, die Riemenscheibe vor der Wasserpumpe lösen und erst dann die Wasserpumpe ausbauen. Anders funktioniert das Ganze nämlich gar nicht. Und genau da wurde uns klar, wir haben uns den Job unnötig kompliziert gemacht. Absoluter Ragebait, also wirklich, diese Wasserpumpe raubt einfach die letzten Nerven. Das ist echt nicht normal. Das ist echt nicht normal. Nachdem wir eine Nacht drüber geschlafen haben und realisiert haben, wie dumm wir eigentlich sind, ging es weiter mit dem Zahnriemen. Den haben wir einmal abgenommen und dann ging es auch schon weiter mit der Riemenscheibe. Ja, ja. So. Den ist auch mal ein bisschen so ab. So, der ist jetzt auch ab. Mit dem Schlüssel hier unter die Pumpe geklemmt und dann ging es ganz gut mit dem Langschlüssel. Finally, ey. Da haben wir die. Und endlich, nach einigen Stunden, sogar Tagen und 2 abgebrochenen Schrauben, hatten wir endlich die Wasserpumpe draußen. Aber das ist schon echt durch. Junge, Junge, ist das ein Film, Wasserpumpe zu wechseln bei dem Auto. Das Ding wollte auch absolut nicht raus. Also es ist so da dran gewesen, das ist echt nicht normal. Juhu. Ja. Finally, ey. Noch waren wir aber nicht fertig, denn wir mussten noch die 2 abgebrochenen Schrauben irgendwie lösen und die aus dem Gehäuse bekommen. Wir haben die also erstmal etwas abgeschliffen, damit sie eine etwas halbwegs kantige Form bekommen und haben dann versucht, sie mit der Umschaltknarre zu lösen, aber leider ist das direkt durchgerutscht. Wir haben also wirklich alles Mögliche ausprobiert, bis mein Bruder auf eine ziemlich kreative Idee gekommen ist. Er hat einen 6er Schlüssel genommen und eine Pinzette dazwischen geklemmt, damit kein Spiel mehr zwischen dem Schlüssel und der Schraube entsteht und damit sie auch schön richtig greift. Und tatsächlich, Stück für Stück mit viel Geduld und Gefühl haben wir es geschafft, die Schrauben langsam zu lösen. Okay. Warte. Heftig. Junge, was ein Pain. Danach muss natürlich noch die alte Dichtung runter vom Gehäuse und erst dann konnten wir die Wasserpumpe installieren. Jetzt nur noch alles wieder zusammenbauen, Kühlflüssigkeit nachgießen und schon sollte der Wagen wieder ganz normal laufen. Ich bin jetzt eine kleine Runde gefahren, nachdem wir alle Teile gewechselt haben und tatsächlich lag es am Leerlaufregler, warum der Wagen so gestottert hat, weil es einfach durchgebrochen ist. Aber jetzt läuft wieder alles super und in dem Sinne, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.